Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei COMAC. Wie ihr seht, habe ich heute eine ganz besondere Überraschung, über die ich mich riesig freue. Die altbewährte Reolink TrackMix Kamera hat nun endlich einen Nachfolger, und zwar die Reolink TrackFlex. Die Kamera ist von der Größe her fast identisch, aber ihr seht es schon, zwei riesengroße Scheinwerfer sind angebaut und Bewegungssensoren, die 270 Grad abdecken. 4K Auflösung und eine intelligente neurale Suche direkt innerhalb der Kamera ReoNeura. Ob das ganze Teil tatsächlich so geil ist, wie es sich anhört, dem möchte ich in diesem Video nachgehen und nehme euch dabei gerne mit. Wenn ihr wissen wollt, ob das Teil sein Geld wert ist, bleibt auf jeden Fall dran, denn genau darum geht es in diesem Video. Die Reolink TrackMix hat mir viele gute Dienste geleistet. Die Kamera hat mich absolut überzeugt und ich werde sie auch weiterhin einsetzen. Die Kamera wird über PoE mit Strom versorgt und folgt ihren Zielen, die sie erkennt, vollständig automatisch über ein Doppelobjektiv. Das heißt, ich sehe das Ganze aus der Entfernung im Panoramablick und nochmal rangezoomt auf die Entfernung, die ich zuvor eingestellt habe. Die Kamera ist allerdings etwas in die Jahre gekommen und Reolink stellt mir nun das Nachfolgeprodukt zur Verfügung, die Reolink TrackFlex. Ihr seht, auf der Unterseite ist ebenfalls ein Dual-Objektiv eingebaut mit einem Weitwinkelobjektiv und einem Zoom-Objektiv. Daran hat sich nichts geändert. Auch die Auflösung ist weiterhin mit 4K genauso groß, allerdings bis zu 20 Frames pro Sekunde etwas besser als die TrackMix-Kamera. Die große Verbesserung verbirgt sich allerdings hier oben. Die Kamera ist intelligenter geworden und auch die Beleuchtung ist deutlich effizienter. Wie auch schon bei der Elite Pro Wi-Fi gibt es nun eine Beleuchtung dazu, diese beiden Fluter, die eine enorm hohe Strahlkraft haben. Zusätzlich ist die Kamera mit 3 PIR-Bewegungssensoren ausgerichtet. Hier vorne, links und rechts an der Seite. Das bedeutet, egal wohin dieses Objektiv gerade zeigt, was es gerade filmt, die Sensoren erfassen auch das, was rechts daneben ist, was links daneben ist oder eben ja nach vorne wegstrahlt. 270 Grad Abdeckung sind auf diesem Weg gewährleistet. Dazu kommt noch ein deutlich optimierterer Lautsprecher. Bis zu 110 Dezibel Alarmtöne sollen hier möglich sein. Natürlich mit einer Gegensprecheinrichtung, die ist hier auch mit verbaut. Und das Besondere an dieser Kamera, ihr seht es, hinten dran gibt es diesmal kein PoE-Kabel, sondern diese Kabel läuft über Wi-Fi mit einer ganz normalen Stromversorgung, 220 Volt. Das Kabel gibt es dazu, wird einfach hier direkt angeschlossen. Tja, so viel auf die Schnelle zur Kamera. Ich denke, ich habe euch neugierig gemacht. Ich bin es auf jeden Fall. Ich nehme euch jetzt mit hoch zu mir ins Büro. Dort mache ich mal das Unboxing, zeige euch die Kamera aus der Nähe, zeige euch, wie man sie am Rechner und am Telefon einrichtet. Anschließend schauen wir uns mal die Funktion etwas tiefer aus der Nähe an. Zurück hier in meinem Büro möchte ich mit euch einen genaueren Blick auf die Reolink TrackFlex Floodlight Wi-Fi werfen. Diese Kamera hier. Die TrackFlex ist eine Dual-Objektiv-Kamera mit einem echten 4K Weitwinkelobjektiv und einem separaten Zoom-Objektiv mit 6-fachen Hybrid-Zoom. Das bedeutet, die Kamera liefert zwei kombinierte Ansichten. Also einmal eine Ansicht für die gezielte Detailaufnahme und dann nochmal das Panoramabild. Das Ganze wird synchronisiert und läuft in Echtzeit ab. Genauso wie es auch schon bei der TrackMix gewesen ist. Der Bildsensor liefert eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln bei 20 Bildern pro Sekunde. Dank des motorisierten Schwenk- und Neigungsmechanismus hier unten an der Kamera kann die Kamera 355 Grad schwenken und 55 Grad nach oben oder nach unten neigen. Die Schwenkgeschwindigkeit ist übrigens einstellbar. Zwischen 8 und 90 Grad pro Sekunde könnt ihr einstellen. Also ihr könnt auch sehr sanfte oder eben sehr schnelle Bewegungen mit dieser Kamera vorneweg festlegen. Apropos Tracking. Die integrierte KI erkennt zuverlässig Menschen, Fahrzeuge und Tiere und verfolgt die Objekte automatisch. Sobald die Kamera ein Objekt erkennt, folgt das Objektiv diesem Objekt und behält es immer im Bild. Dafür gibt es, wie schon bei der TrackMix, 3 verschiedene Modi, die ich euch nachher noch zeigen werde. Und tja, das bringt mich dann auch gleich zur nächsten Funktion. Die TrackMix nutzt nämlich nicht nur einen Sensor, sondern gleich 3 PIR-Sensoren mit einem Erfassungsbereich von insgesamt 270 Grad. Die Sensoren seht ihr hier vorne, einmal nach vorne, links und rechts an den Seiten. Das heißt, selbst wenn etwas außerhalb des Bildes passiert,
kann die Kamera trotzdem reagieren, da es ja die Bewegung bzw. die Wärmesignaturen in dem Fall wahrnimmt. Denn es handelt sich um keine echten Bewegungsmelder oder Sensoren, sondern um PIR-Sensoren, die eher auf Hitzesignaturen reagieren. Ein echtes Highlight ist zudem das einstellbare Flutlicht. Ihr könnt die Scheinwerfer nach oben, nach unten, nach vorne, wie auch immer neigen, so wie ihr das braucht. Bis zu 3000 Lumen liefert das Ganze und die Farbtemperatur, die könnt ihr stufenlos einstellen zwischen 3000 und 6000 Kelvin. Für warmes Licht oder eben kaltes Licht, so wie ihr das braucht. Ich habe ja bereits die Elite X Pro Floodlight getestet und da sind die gleichen Lampen verbaut. Das ist extrem hell. Lautsprecher sind natürlich auch an Bord. Hier vorne habt ihr diesen großen Lautsprecher bis 110 Dezibel. Alarmsignal soll hier ausgegeben werden, aber ihr könnt euch auch über das eingebaute Mikrofon in einer normalen Lautstärke mit der Person vor der Kamera unterhalten. Speichern könnt ihr die Aufnahmen, die ihr gemacht habt, übrigens direkt auf der Kamera. Die Kamera kann mit einer SD-Karte aufgerüstet werden. Maximal 512 GB werden hier unterstützt. Und die Aufnahmen beinhalten immer beide Objektive, das Weitwinkelobjektiv und das Zoomobjektiv. Ihr habt also wirklich beides parallel in Echtzeit zur Verfügung oder in euren Aufnahmen. Die Karten, die ihr verwendet, sind zum Beispiel solche hier oder ihr nutzt die Karten, die Reolink speziell für seine Kameras zur Verfügung stellt. Alternativ könnt ihr natürlich die Daten auch auf dem NVR aufzeichnen, dem Netzwerk-Videorekorder, eurem NAS oder dem FTP-Server. All das, was die anderen Kameras auch unterstützen, funktioniert hier natürlich ganz genauso. Die Konnektivität der Kamera, also die Verbindung zu eurem Netzwerk, zu eurem NAS, zum NVR und natürlich zu eurem großen Bildschirm oder dem Telefon, erfolgt in diesem Fall über WLAN. Die Kamera funkt auf 2,4 bzw. 5 GHz Frequenz und das sorgt dafür, dass das Ganze wirklich stabil läuft. Über das WPA3-Protokoll ist die Datenverbindung zudem auch wirklich geschützt. Und ja, IP66 zertifiziert ist die Kamera natürlich auch. Das macht natürlich Sinn, denn die ist für den Außenbereich. Neben der 270 Grad Bewegungserkennung gibt es ein absolutes weiteres Highlight und auch eine Neuheit. Reo Neura KI. Statt mühsam alte Aufnahmen durchzusuchen, kannst du in der App bzw. am Client zukünftig einfach nur ein Stichwort eingeben, zum Beispiel weißer Lieferwagen, Hund läuft durch den Garten oder Person mit Rucksack. Die Kamera überprüft lokal automatisch alle Aufnahmen, die sie gemacht hat, nach diesen Suchobjekten und zeigt dir exakt die Szenen an, die zu deiner Beschreibung passen. KI hält also auch Einzug in die Reolink-Kameras und macht dir die Suche nach bestimmten Aufnahmen, Alarmmomenten deutlich einfach. Diese Funktion ist komplett offline. Das finde ich besonders spannend. Ihr braucht keine Verbindung zum Internet, also keine Cloud, keine Abo, ja, den vollen Datenschutz, weil alles direkt in eurem System zu Hause autark läuft. Diese KI-gestützten Inhaltssuche macht die Analyse von Ereignissen deutlich schneller und effektiver und vor allen Dingen auch alltagstauglich. Die Zeiten, an denen ihr an eurem Rechner oder am Telefon saßt und den Tagesablauf einmal durchgescrollt habt für jede einzelne Kamera, die sind vorbei, denn mit Neuro-KI funktioniert das Ganze eben über Stichpunkte. Die Montage der Kamera ist übrigens denkbar einfach. Die Rückseite könnt ihr abnehmen und hier durch verschiedene Öffnungen einfach die Schrauben in die Wand oder in die Decke festmachen. Mit der integrierten Wasserwaage wird auch dafür gesorgt, dass die Montage wirklich gerade ist. Dieses Teil könnt ihr abschrauben, oben dran setzen und dann habt ihr natürlich eine Deckenmontage, wenn ihr das braucht. Die Kabel hier auf der Rückseite sind für die Stromversorgung gedacht, denn diese Kamera läuft ja tatsächlich mit 220 Volt bzw. 110 Volt, je nachdem, wo ihr lebt. Das Stromversorgungskabel wird dazu geliefert, dieses hier, und die Kabelenden sind mit der richtigen Farbe kodiert, so dass ihr das Ganze nur noch miteinander verbinden müsst. Im Installationsset sind entsprechende Kabelklemmen mit dabei. Diese hier, wenn ihr mögt, nehmt anstatt Vakuumklemmen, finde ich persönlich schöner als diese Drehklemmen. Die sind eher in den USA gebräuchlich. Sobald ihr das alles miteinander verbunden habt und ja, hier
die Halterung festgemacht haben, wird das Ganze draufgesteckt und mit 2 Schrauben links und rechts einfach nur festgeschraubt. Und dann könnt ihr die Kamera im Detail einrichten und eure Zonen, eure Blickpunkte festlegen. Um die Kamera aber überhaupt erstmal in die App zu bekommen, beziehungsweise auf den Client, muss sie eingerichtet, sprich installiert werden. Das mache ich jetzt mit euch. Und zwar habe ich mein Smartphone schon soweit vorbereitet und auch die Reolink-App bereits geöffnet. In der Startseite der Reolink-App drücke ich oben rechts auf das Plus und scanne einfach den QR-Code, der sich ja auf dem Scheinwerfer hier befindet. Das Ganze ging relativ schnell und die App fragt mich nun, ob ich die Kamera als Standalone-Variante einfügen möchte oder mit einem Home-Hub verbinden möchte. Ich persönlich bevorzuge die Standalone-Variante, denn ich möchte gezielt separat auf die Kamera in meinem Netzwerk zugreifen und sie nicht vom Home-Hub in einem eigenen Subnetzwerk verwalten lassen. Als nächstes richte ich das WLAN ein. Hierzu klicke ich auf WLAN verbinden und das System wird nun automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzen scannen. Welcome to Reolink. Please install Reolink app, then scan the QR code on the camera. Willkommen bei Reolink. Bitte Reolink App installieren und den QR-Code auf der Kamera scannen. Bienvenue à Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. Benvenuto a Reolink. Ich habe die Reolink Trackflex Kamera hier oben an meinem Holzregal auf meinem Testgelände installiert. Ihr seht ganz links außen die Track Mix Kamera, in der Mitte die S4 und hier die Trackflex. Und was man, denke ich, sehr schön sieht, ist, wie alle 3 Kameras mir jeweils folgen. Sie erkennen mich als Person und die beweglichen Objektive, die PTZ-Einheiten, die rennen mir nach. Wenn ihr euch die Kameras aufhängt, platziert sie so, dass da möglichst keiner rankommt und gleichzeitig aber ein möglichst großer Bereich abgebildet werden kann, damit die Kamera wirklich gut aufzeichnen kann. Einen Test möchte ich nun aber machen, und zwar ist ja die Trackflex mit insgesamt 3 PER-Sensoren ausgestattet. Das ist eine Art Bewegungsmelder und diese Bewegungsmelder reagieren primär auf Wärme. Ich verstecke mich jetzt mal ein bisschen, warte bis die Kameras sich wieder zurückgefahren haben, um einfach mal zu schauen, ob die Sensoren tatsächlich so funktionieren, wie es versprochen wird, dass sich niemand von der Seite oder von hinten anschleichen kann. 270 Grad werden mit den Sensoren abgedeckt und ob das wirklich funktioniert, das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Die Kameras, ich hoffe, man kann das auf die Entfernung erkennen, schauen jetzt alle direkt nach vorne weg. Ich schleiche mich jetzt langsam mal an, hier von der Seite, und ihr seht, die Trackflex hat deutlich schneller reagiert als zum Beispiel die S4, die Eufy-Cam dahinter. Die Trackmix ganz hinten hat bis eben noch nicht reagiert. Da muss ich dann doch deutlich näher rangehen, ehe hier was passiert. Jetzt hat sie mich erkannt, also unmittelbar davor. Das ist der Vorteil, den diese 3 Sensoren, einer hier vorne und jeweils an der Seite hier, mit sich bringen. Dadurch kann ich die Kameras auch wirklich dort platzieren. Sie müssen nicht unbedingt generell immer dorthin schauen, wo ich filmen will, denn links und rechts die Seiten werden zusätzlich mit überwacht. Finde ich eine ganz klasse Sache. Würde mich mal interessieren, wie steht ihr dazu? Was sagt ihr zu diesem System? PTZ-System, gleichzeitig PER-Sensoren, die die Umgebung zusätzlich absichern. Ist das was? Ist das die Zukunft? Bin mal gespannt auf eure Meinung. Schreibt sie mir einfach mal unter das Video. Wenn ihr einmal dabei seid, gebt mir doch schon mal das Like für dieses Video. Wenn ihr unter dem Video seid, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr wissen wollt, wo ihr die Kamera herbekommt, dann schaut ebenfalls unter das Video, denn Reolink sponsert die Kamera. Und gleichzeitig findet ihr unter dem Video nicht nur die Promo-Links von Reolink, sondern auch viele weitere Links, die ihr braucht, um euch ein Kamerasystem zu Hause aufzubauen. Doch genug geschwätzt, genug Werbung gemacht. Im nächsten Schritt möchte ich einfach mal testen, ob die neuen KI-Funktionen, die die Kamera ja mitbringt, auch so gut funktionieren. Die Reolink Trackflex hat nicht nur ein innovatives Design, sondern bietet viele neue Funktionen, die auf KI basieren. Ihr seht nun hier ein Live-Bild und ich wechsle in die Wiedergabe. In der Wiedergabe wird mir, wie gewohnt, bisher auch schon, unten in der Timeline angezeigt, welche Bewegungen erkannt worden sind, und ich kann direkt springen, Filter auswählen und so weiter. Aber ich habe nun zusätzlich auch eine Suchfunktion, markiert durch die Lupe oben rechts. Die klicke ich nun an. In der KI-Videosuche kann ich nun über den angegebenen Zeitraum und über die Auswahl, ob es eine Person, ein Fahrzeug oder ein Tier sein soll, kontextbezogen nach Objekten suchen. Ich kann zum Beispiel eingeben, dass ich einen Mann mit
schwarzer Kleidung suche und das System durchsucht nun alle Aufnahmen, die es gemacht hat, nach genau einer solchen Person. Ihr bekommt direkt eine Vorschau angezeigt, in welcher schon zu sehen ist, was das System erkannt hat, und aufgrund der Daten aus der Vorschau, denke ich, kann man es schon sehr gut erkennen, dass hier überall ein Mann in schwarzer Kleidung zu sehen ist. Das bin jedes Mal ich mit meinem schwarzen T-Shirt. Ich gehe zurück, wechsle in die Tiersuche, entferne die bisherige Suche und möchte mir gern eine Katze anzeigen lassen. Und ich suche nun einfach mal unter dieser Aufnahme. Und ihr seht, ganz perfekt funktioniert die Suche noch nicht, denn das, was ihr hier seht, ist keine Katze, sondern ein Fuchs. Aber für die Kamera ist es doch relativ ähnlich. Probieren wir es mit einem dritten Versuch. Diesmal ein Fahrzeug, und zwar einen Rasenroboter. Auch hier hat das System 90 Treffer gefunden und in der Vorschau erkenne ich bereits, dass hier mein Ecovix Goat A1600 RTK erkannt worden ist. Ich kann auch hier direkt in die Aufnahme wechseln und sehe, was der Roboter so macht. Die KI-Suche funktioniert tatsächlich auch mit ausgefalleneren Suchbegriffen. Waschbären sind in unserer Gegend absolut unüblich. Bei meinen Recherchen habe ich ihn jedoch in den Aufnahmen entdeckt und direkt mal den Waschbär als Suchbegriff eingegeben. Und siehe da, er wurde sofort gefunden. Hier seht ihr, wie der kleine Kerl gemütlich über mein Grundstück spaziert. Ich konnte die Reolink Trackflex nun eine ganze Weile testen und mir die Vor- und Nachteile anschauen. Ich habe aktuell sogar noch zwei andere PTZ-Tracking-Kameras hier hängen. Einmal die alte Trackmix und die S4 von Eufy. Und der direkte Vergleich zeigt mir, dass die Trackflex wirklich ganz vorne mit dabei ist. Das alte Modell, die Trackmix, hat sie ausgestochen. Ganz klar, das Bild ist nicht wirklich anders oder besser, denn die Auflösung ist annähernd gleich mit 4K. Aber was mich wirklich überzeugt hat, sind die zusätzlichen Bewegungssensoren. Wenn ich mich von der Seite her der Kamera annähere, reagiert die Trackflex sofort und umgehend. Während bei der Trackmix ich mich irgendwo immer in das Bild hineinbewegen muss, damit die Kamera mich überhaupt erst einmal wahrnimmt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Dazu kommt natürlich auch die Beleuchtung, diese beiden Fluter, die den ganzen Bereich sehr, sehr hell erleuchten. Da muss ich sagen, das ist so eine Geschmackssache. Wenn ihr die Kamera nicht nur zur Überwachung, sondern auch zur Ausleuchtung nutzen wollt, dann ist das Ganze perfekt. Ich persönlich wünsche mir aber, dass es diese Trackflex auch noch ohne diese Lampen geben wird, als PoE-Variante, einfach nur die Kamera praktisch als Nachfolger der Trackmix-Kamera, die ich ja bereits habe. Denn die Lampen, die stören mich persönlich ein wenig vom Platz her und ich möchte die Kamera eben auch dort aufhängen, wo ich nicht unbedingt die Lampen brauche, wo sie mich einfach nur behindern würden, weil ich vielleicht schon Lampen dort habe. Aber gut, das ist meine persönliche Einschätzung. Und wie denkt ihr drüber? Was sagt ihr zu den KI-Funktionen? Ich habe ja ein bisschen rumprobiert, getestet, die automatische Suche, diese KI-unterstützte Suche nach Objekten, nach speziellen Personen, nach Bewegungsalarm, die hat erstaunlich gut funktioniert. Selbst mit ausgefallenen Objekten, die jedoch eher selten zu sehen sind, wie dem Marder oder dem Fuchs, das hat die Kamera erkannt. Und das Ganze funktioniert eben nicht nur auf Englisch, wie es typischerweise ist, sondern ich kann das Ganze auch auf Deutsch benutzen. Ein Riesenvorteil, wie ich finde. Und die Linienüberschreitung, die Zonenmarkierung, all das sind nette Gimmicks. Wer das braucht, der wird mit der Kamera wirklich glücklich werden, denn hier ist das alles integriert und zwar lokal. Kein Cloud-Zwang, kein Online-Zwang, das ganze System kann lokal bei euch zu Hause im Netzwerk laufen, ohne dass ihr die Daten in das Internet freigeben müsst. Ein riesengroßer Pluspunkt gegenüber anderen Anbietern. Tja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, lohnt sich das Ganze? Was kostet die Kamera? Wie viel muss ich ausgeben? Lohnt sich das per Wi-Fi? Soll ich auf die PoE-Variante warten? Schaut doch einfach mal unter dem Video in die Beschreibung. Dort verlinke ich euch die Kamera direkt. Da könnt ihr im Detail mal nachschauen, was sie kann, welche Funktionen es gibt, wie die Schwestermodelle mal aussehen werden. PoE-Variante, Wi-Fi-Variante, LTE-Variante. Und wenn ihr dort bestellt, macht ihr mich sehr glücklich, denn mein Kanal bekommt dafür eine Provision, ohne dass ihr davon einen Nachteil hättet. Schreibt mir auch gerne unter das Video einen Kommentar. Schreibt mir, was denkt ihr über die Kamera?
Kamera, welche Funktionen haben euch überzeugt, welche Funktionen haben euch vielleicht auch nicht überzeugt und wie findet ihr mein Video. Gebt mir das Like, wenn euch mein Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr von mir sehen wollt und ich bin fertig mit diesem Video, sage Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.